Hi, friends. Hallo, Freunde. Now comes the verse that so many Christians know how to quote perfectly. Jetzt kommt ein Vers, den viele Christen perfekt zitieren können. But look how beautiful the Passion paints this picture. Aber schau, wie schön die Passion dieses Bild zeichnet. No, Colossians 1 verse 27, people can quote. Kolosser 1, Vers 27 können Leute zitieren. Christ in us, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. But look what it says here. Aber schau mal, wie es hier steht. Living within you is the Christ. In euch lebt der Christus. That's Christ in us. Das ist Christus in uns. But look now. Aber schau weiter. Who floods you with the expectation of glory. Der euch mit der Erwartung der Herrlichkeit überflutet. He floods you with the expectation of glory. Er flutet dich mit der Erwartung der Herrlichkeit. But let's first talk a little bit about the first part. Aber lass uns erstmal ein bisschen über den ersten Teil sprechen. Living within you. In dir lebt Christus. He's living there. Er lebt da. You know, it's been a sadness of my heart for so long Weißt du, es macht mein Herz schon lang traurig, that so many Christians don't experience the living Christ inside of them. They're experiencing the visiting Christ. dass so viele Christen nicht den in ihnen wohnenden Christus erfahren, sondern dass er sie nur besucht. What do I mean by this? Was meine ich damit? Look, whenever they are in trouble, they run around like crazy, crying out to Jesus to help them. Immer wenn sie in Schwierigkeiten sind, laufen sie wie verrückt herum und rufen nach Jesus, dass er ihnen hilft. They don't understand that he's actually living, he's there, that's his home. Sie verstehen nicht, dass er schon da ist, dass er in ihnen wohnt. Es ist sein Zuhause. So it's kind of like, okay, when I'm in trouble, I'm going to try to get him. I'm going to call him down from heaven. Es ist, als würden sie ihn erreichen und vom Himmel herunterrufen müssen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Listen, he lives inside of you. It's actually his home. Hör zu, er lebt in dir, drin. Das ist tatsächlich sein Zuhause. Do you know, when he lives out, he doesn't do what Daniel does. Weißt du, er wird es nicht wie Daniel machen, One day he moves out. der eines Tages auszieht. See, Daniel's going to get married soon. He's going to move out. Daniel wird bald heiraten und deshalb ausziehen. Our whole house is all fighting depression because of that thought. Das ganze Haus kämpft immer noch gegen Depressionen wegen diesem Gedanken. Oh no, Daniel's going to move out. It's never going to be the same again. Oh nein, Daniel wird ausziehen. Es wird nie mehr das Gleiche sein. But we're very happy that he will get married and have a wonderful life. Aber wir freuen uns sehr, dass er heiraten und ein wundervolles Leben haben wird. But think about how many Christians, would never say they believe it, but deep in their hearts they do. Überleg mal, wie viele Christen es niemals zugeben würden, aber tief in ihrem Herzen glauben sie, I didn't act right today. I didn't do things right. ich habe mich heute nicht richtig verhalten und Dinge falsch gemacht. You know, and they act like Jesus packed his bag and moved out. Und sie verhalten sich, als hätte Jesus die Koffer gepackt und ausgezogen wäre. What? He moves out to go where? Er zieht aus, um wohin zu gehen. He doesn't move out when you fail. Er zieht nicht aus, wenn du versagst. He doesn't move out when you fall into a sin. Er zieht nicht aus, wenn du in eine Sünde fällst. He doesn't pack his bags and his suitcase and go just because you haven't done what he wanted you to do. Er packt nicht seine Koffer, weil du nicht getan hast, was er gern von dir wollte. He lives in you. Er lebt in dir. Listen, the best thing you can do is get used to your permanent resident. Hör zu, das Beste, was du machen kannst, ist, dich an deinen permanenten Bewohner zu gewöhnen. The one who chose to move in and is not going to move out because he loves his new home. Der sich entschieden hat, bei dir einzuziehen und nicht wieder ausziehen wird, weil er sein neues Zuhause liebt. He loves living there. Er liebt es, da zu wohnen. It's his favorite place. Das ist sein Lieblingsort. Look, if you actually really grab in your heart this truth, Ergreife wirklich diese Wahrheit in deinem Herzen, that Jesus lives here by choice, not because he had no other place to go to. dass Jesus aus freier Entscheidung in dir lebt, nicht weil er nirgends sonst hätte hingehen können. Listen to this thought. Hör dir diesen Gedanken an. Jesus could not choose where he was born, but he could choose where he now lives. Jesus konnte nicht wählen, wo er geboren wurde, aber er kann wählen, wo er jetzt lebt. You know, he never chose to be born in a stable. Er hat sich nie ausgesucht, in einem Stall geboren zu werden. He never chose to be born at a place where the animals were. Er hat sich nie ausgesucht, an einem Ort, wo die Tiere waren, geboren zu werden. But he chose where he moved into to live now. Aber er hat sich ausgesucht, wo er eingezogen ist, um jetzt da zu wohnen. And that's you. Und das bist du. He
lives in you. Er lebt in dir. You know, and once you really can grasp this truth with all of your heart that by choice he lives in me, Sobald du von ganzem Herzen diese Wahrheit ergreifen kannst, dass er aus freier Entscheidung in dir wohnt. once you actually grasp this, here is the result. Wenn du das wirklich begreifst, wird das Resultat sein, He will flood you with the expectation of glory. dass er dich mit der Erwartung der Herrlichkeit überfluten wird. My friends, Meine Freunde, I don't expect a glorious life because I'm so great, so smart, and so good. ich erwarte kein herrliches Leben, weil ich so großartig, so schlau und so gut bin. I don't expect a glorious life because I work so hard. Ich erwarte kein herrliches Leben, weil ich so hart arbeite. I don't expect a glorious life because I study the Bible so much. Ich erwarte kein herrliches Leben, weil ich die Bibel so viel studiere. You know, over and over again, Immer und immer wieder. I keep telling myself, Reinhard, it's all about Jesus. It's all about him living in you. It's nothing about you. Sage ich mir selbst, Reinhard, es geht nur um Jesus, nur um ihn, der in dir wohnt und nicht um dich. Every morning when I spend my time with him, I'm not trying to find him anywhere else but inside of my heart. Jeden Morgen, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, versuche ich nicht, ihn irgendwo anders zu finden, sondern nur in meinem Herzen. And as by simple faith, very simple faith, Und in ganz einfachem Glauben I connect with him where he lives inside of my heart. verbinde ich mich dort mit ihm, wo er wohnt, in meinem Herzen. Every day the expectation of glory floods me. Jeden Tag überflutet mich die Erwartung der Herrlichkeit. You know, this has been so beautiful in my own personal life. Weißt du, das ist so schön gewesen in meinem persönlichen Leben. I used to live like this. Ich habe mal so gelebt. When I spend a lot of time of praying and crying out to God, I can expect glory. Wenn ich viel Zeit verbringe, zu beten und zu Gott zu rufen, dann kann ich viel Herrlichkeit erwarten. When I work hard in my Christian ministry, serving him hard, I can expect glory. Wenn ich in meinem christlichen Dienst für ihn hart arbeite, dann kann ich Herrlichkeit erwarten. One day I woke up to the truth of the finished work of the cross. Eines Tages wachte ich auf für die Wahrheit des vollbrachten Werkes am Kreuz. And I realized that he lives within me and the only place I can connect with him is inside of me. Und ich realisierte, dass er in mir lebt und ich nur in meinem Innern mit ihm in Verbindung treten kann. And from that day on, the expectation of glory is flooding my heart. Und seit diesem Tag flutet die Erwartung der Herrlichkeit mein Herz. You know, I remember when this whole thing started, long time ago. Ich erinnere mich noch, als das Ganze vor langer Zeit anfing. Here is what I began to say every day. Seitdem sage ich jeden Tag, Jesus, because of you, Jesus, wegen dir I've been blessed with every single spiritual blessing in heavenly places. bin ich mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Therefore today I expect nothing else but exactly these blessings to manifest. Deshalb erwarte ich heute nichts anderes als nur, dass genau diese Segnungen sich manifestieren. And suddenly they all manifested. Und plötzlich manifestierten sie sich auch. So my friend, I have a question for you today. Mein Freund, ich habe also heute eine Frage an dich. What are you expecting of today? Was erwartest du heute? Are you expecting a hard day, Einen harten Tag, full of complications, voll Komplikationen, full of difficulties, voll von Schwierigkeiten, full of problems? voll von Problemen? You're expecting the wrong things. Dann erwartest du das Falsche. You obviously have not understood that the one who lives inside of you is the source of all glory. Dann hast du offensichtlich nicht verstanden, dass der in dir lebt, die Quelle aller Herrlichkeit ist. And he will never move out. Und er wird niemals ausziehen. See you tomorrow. Bis morgen!